In diesem Video zeige ich dir meine Analytics aus dem Jahr 2024. Wir gucken gemeinsam, wie viel Geld ich verdient habe, was die meisten Aufrufe gebracht hat und was meine Ziele für 2025 sind. Wir gucken gerade noch mal ganz kurz auf das Jahr 2023. Da hatte ich ja ungefähr 135.000 Aufrufe, 9.200 Stunden Wiedergabezeit, 1.791 dazu gewonnene Abonnenten und 240 Euro. Das war mal so kurz für den Hinterkopf vom letzten Jahr. Ich schalte jetzt nämlich mal um auf das Jahr 2024. So sieht es aus bis zum 28.12. Heute ist der 29.12. Also ich denke mal, man müsste noch so 2-3 Tage dann im neuen Jahr warten, bis dann die endgültige Statistik fürs letzte Jahr feststeht. Ja, aber so sieht's aus. Also ich habe dieses Jahr 161.991 Aufrufe. Das sind 20% mehr als letztes Jahr. Freue ich mich natürlich, wenn meine Videos häufiger geschaut worden in diesem Jahr. Dann auch länger geschaut worden. 10.438 Stunden. Das sind 13% mehr als letztes Jahr. Weniger Abonnenten, fast 70% weniger Abonnenten. Nur, in Anführungszeichen, nur 631, finde ich aber auch nach wie vor sensationell. Und bislang 427,71 Euro. Das sind also die Stats von diesem Jahr, den Umsatz, den ich gemacht habe. Wir gucken gleich nochmal ein bisschen genauer rein. Ich scroll jetzt einfach ein bisschen runter. Ja, dieses Jahr, was wurde dieses Jahr zum Beispiel am erfolgreichsten oder was wurde am meisten geschaut? Das sind natürlich meine EAFC Karrierevideos, klar, von der Eintracht, meistens von der Eintracht, aber auch die Preußen-Münster-Karriere wurde sehr schön geschaut, auch die Hertha-Karriere, die ich zwischendurch mal hatte, die Talente-Videos, die Kicktipp-Videos, also ihr habt ja gemerkt, ich habe meinen Content mehr auf EAFC und FIFA umgestellt und auch generell Fußballvideos, weil das ist halt einfach mein Ding. Und mal gucken, wie das 2025 ist, ob ich da vielleicht nochmal ein paar andere Videos mache, was das Thema Fußball betrifft oder so, das weiß ich noch nicht. Das werde ich mal spontan auf mich zukommen lassen, aber so sieht es halt bislang aus. Dann gucken wir mal zu den Inhalten. Wir gehen jetzt einfach mal ganz kurz die Reiter hier oben durch, weil das interessiert euch ja sicherlich auch. Also wie gerade schon gesehen, 161.562 Aufrufe in dem ganzen Jahr, das finde ich ziemlich klasse. Auch auf Videos, die in diesem Jahr gar nicht rausgekommen sind. Also es gibt zum Beispiel ein Projekt von LA Noir. Das ist gerade meine Cam ein bisschen gefreezed. Ich hoffe, die fängt sich jetzt wieder, ja. Das habe ich vor 4 Jahren gemacht. Das wird immer noch geguckt in diesem Jahr. Das finde ich sehr, sehr großartig, sensationell. 4,5 Millionen Impressionen. Das sind 50% mehr als im letzten Jahr. Impression heißt quasi, wie oft meine Thumbnails angeschaut wurden. Und dann wurde 2,4% wurden draufgeklickt. Also so oft prozentual wurde auf diese 4,5 Millionen Impressionen raufgeklickt. Ihr habt ja sicherlich auch gesehen, dass ich ab und an mal meine Thumbnails vom Design her ein bisschen verändert habe, mich mit Designern ein bisschen ausgetauscht habe, was Neues probiert habe, weil ich möchte mich natürlich in der Hinsicht auch ein bisschen verbessern. Ja, bei Shorts und bei Live-Inhalten braucht man gar nicht schauen, weil ich habe sehr, sehr selten oder beziehungsweise gar nicht gelivestreamt. Auf YouTube schon gar nicht, auf Twitch auch nicht. Vielleicht kommt das ja im nächsten Jahr. Habe ich ja auch schon, glaube ich, oder werde ich noch sagen in meinem Silvester-Special, dass das auch unter anderem eines meiner Ziele ist. Durchschnittliche Wiedergabedauer 3 Minuten 52, so lange werden im Durchschnitt meine Videos geschaut. Das ist okay. Wie gesagt, da muss man dann mal genauer in die Videos reinschauen. Die werden halt auch ja, ganz gut geguckt und ihr bleibt auch sehr lange dran und das freut mich wirklich sehr. Jetzt ist hier gerade irgendwie eine Statistik reingekommen. Genau, also hier sieht man auch nochmal, wie viel Prozent das Video geschaut wird, also 53%. Das heißt, es wird schon gut geschaut. Hier dieser Graph, der zeigt unter anderem, dieser graue ist der Durchschnittswert des gesamten Kanals und dann gibt es natürlich auch Videos, die werden ein bisschen weniger aktiv geschaut. Es gibt auch Videos, die sind über diesem Durchschnitt. Also es ist ein hin und her. Das ist mal so und das ist auch völlig okay. Wie gesagt, das ist ja nur ein Hobby für mich. Ich finde das aber auch sehr gut, dass man so transparent wie möglich seinen Zuschauern gegenüber ist und dass man halt auch mal zeigt, was so hinter den Kulissen vor sich geht. Genau, so gelangen Zuschauer zu deinen Videos. Also ganz viele halt über die YouTube-Suche, Funktionen zur Auswahl von Inhalten. Das ist unter anderem der Startbildschirm, die Startseite von YouTube oder auch, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, wenn ihr eine Benachrichtigung bekommt. Das ist insgesamt 27%, finde ich sehr, sehr schön. Natürlich sind auch ein paar externe mit dabei, das heißt Zugriff von irgendwelchen Apps oder aus dem Ausland. Da gab es ja letztens die Story mit Gamer Brother aus Indien. Natürlich sind auch da ein paar Zuschauer mit dabei und auch aus diesen Ländern werden ab und zu mal meine Videos angeklickt, geschaut werden, weiß ich nicht. Ich habe ja die Untertitel aktiviert, also selbst für die englischsprachigen Zuschauer unter euch oder die halt die Videos aus anderen Ländern gucken, wäre das theoretisch möglich, meine Videos zu verstehen. Es soll jetzt auch im nächsten Jahr, so habe ich das von So geht YouTube gehört, Audio-Tracks erscheinen, dass man also wie bei MrBeast die Videos auch in anderen Sprachen übersetzen kann, automatisch, dass also meine Stimme quasi aufs Englische übersetzt wird. Ob das so gut umgesetzt werden kann, weiß ich nicht. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Und von daher, genau, so sieht es also hier bei den Inhalten aus. Dann gehen wir mal zu den Zuschauern. Das ist auch immer sehr, sehr interessant.
Genau, wiederkehrende Zuschauer und einzelne Zuschauer, das muss noch verarbeitet werden. Natürlich freue ich mich immer, wenn die neuen Zuschauer auch gleichzeitig wiederkehrende Zuschauer werden. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen. Ja, ihr müsst mit meiner Art zurechtkommen, ihr müsst mit mir als Person zurechtkommen, mit meinen Videos. Und von daher sieht man hier, ich habe schon viele neue Zuschauer bekommen. Besonders halt an diesem, ja, einen Tag hier zum Beispiel. Das waren insgesamt 1740. Ich weiß gar nicht, was ich da für ein Video gemacht habe. Und wiederkehrende Zuschauer, das erkennt halt das System dann an, wenn derselbe Zuschauer, der zum ersten Mal auf meinem Kanal ist, dann ein zweites Mal auf dem Kanal ist, dann zählt der quasi als wiederkehrender Zuschauer. Finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht, was sich hier unten alles ermitteln lässt. Genau, Videos, die dein Publikum vergrößert haben. Also die Videos, die quasi dafür gesorgt haben, dass mehr Zuschauer auf meinen Kanal kommen. Ja, die Statistik hier oben ist manchmal ein bisschen verbuggt. Formate, die sich deine Zuschauer auf YouTube gerne angucken. Also meistens klar Videos, Shorts. Habe ich eigentlich auch sehr, sehr selten, beziehungsweise auch gar nicht hochgeladen. Sieht sich jeder an, das freut mich. Livestream sind 4 von 5 Balken. Das ist okay, da ich ja wie gesagt gar nicht livestreame. Wann deine Zuschauer auf YouTube aktiv sind, das ist halt immer nur für die letzten 28 Tage. Und da sieht man, das hat sich so ein bisschen verschoben. Die letzten Jahre, also vor ein paar Jahren, waren die Zuschauer noch so um den Mittagsbereich aktiv, so 13, 14 Uhr. Jetzt sind die meisten halt 17 Uhr aktiv, 17 Uhr, hier am Mittwoch sind sie um 18 Uhr aktiv, am Wochenende sind sie auch mal früher aktiv. Aber im Prinzip könnte ich meine Uploadzeit auch ein bisschen anpassen und die Videos erst um 16 Uhr veröffentlichen zum Beispiel oder um 17 Uhr. Da werde ich, glaube ich, nochmal zu Beginn des neuen Jahres eine kleine Umfrage starten, wann ihr denn gerne die Videos sehen wollt, um wie viel Uhr, ob euch das egal ist oder ob ich eine bestimmte Uhrzeit machen soll. Weil anhand der Statistik sieht man ja, dass die meisten Zuschauer eher abends aktiv sind, also meine Zuschauer abends aktiv sind. Von daher würde es sicherlich auch Sinn machen, die Videos abends zu veröffentlichen. Die Top-Länder, schauen wir mal drauf, natürlich Deutschland 79,5%, dann haben wir Österreich und Schweiz, also deutschsprachige Länder. Natürlich, ihr seht auch 0,5% aus Indien, also ich habe auch eine indische Fan-Club und so weiter, eine Fanarmee, Spanien, also wir können mal auf mehr Anzeigen gehen, da werdet ihr halt auch die wildesten Länder sehen. Wir haben Bangladesch mit dabei, wir haben Kanada auf 534 Aufrufe, wir haben Indonesien, Pakistan, Russland, Ukraine, Vietnam, Frankreich, Ägypten. Also ihr seht, meine Videos werden in aller Herren Ländern geschaut, verstanden werden sie wahrscheinlich nicht. Wenn ich das irgendwie hinbekomme, dass ich durch die Audio-Tracks vielleicht noch mehr Leute rangezogen bekomme, dass ich dann die Videos auch auf Englisch abspielen lassen kann oder auch auf Spanisch oder auf Portugiesisch oder hast du nicht gesehen. Guck mal, wir haben sogar USA mit dabei, wir haben Australien, also quasi rund um den Globus verteilt werden meine Videos angezeigt und auch angeklickt, ob sie dann halt auch dementsprechend lange geschaut werden. Man sieht zum Beispiel Ukraine 18 Sekunden, Russland 15 Sekunden. Dagegen in Kanada, weil ich ja Untertitel angeschaut habe, könnte ich mir vorstellen 3 Minuten 27. Oder vielleicht war es auch ein Zuschauer von euch, der eine Zeit lang in Kanada war, ein Auslandspraktikum oder so gemacht hat. Städte möchte ich auch mal gerne raufgucken, ob das geht, ob man sehen kann, aus welcher Stadt. Aha, da haben wir zum Beispiel die Berliner, die da ganz vorne mit dabei sind. Wir haben Münster unter anderem mit dabei, Frankfurt, Toronto, Mansfeld aus Deutschland, wir haben Dakar, wir haben Wien, Madrid, Bonn. Also wir haben ja auch die wildesten Städte. Sydney zum Beispiel in Australien, Bhubaneswara aus Indien, Paris, Köln. Also ihr seht, wo meine Zuschauer... Duisburg zum Beispiel auch, ist ja richtig cool. Mal gucken, ob ich noch irgendwie eine deutsche Stadt finde. Berg, Kamen, Hamburg, München. Mal gucken, wie das 2025 aussieht. Finde ich sehr, sehr interessant. Genau, so sieht es halt in der Hinsicht aus. Dann gucken wir noch mal kurz hier drauf, wie viele Leute die Glocke abonniert oder beziehungsweise die Glocke anhaben. 19% haben alle Benachrichtigungen für den Kanal und Abonnenten, die alle Benachrichtigungen für deinen Kanal und YouTube-Benachrichtigungen aktiviert haben, sind 5%. Also insgesamt 1602 Abonnenten haben auch die Glocke aktiviert. Das freut mich wirklich sehr. Wenn ihr da noch nicht zugehört, dann macht das gerne, weil ihr seht, 66% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten. Wenn ihr dazu gehört, lasst doch gerne nochmal ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen auf dem Weg zu 9000 Abonnenten. Das ist mein großes Ziel für nächstes Jahr. Ja, Top-Sprachen bei Untertiteln habe ich auch so ein bisschen experimentiert. Deutsch, Englisch habe ich eigentlich regelmäßig mit dabei. Ab und zu hatte ich auch mal Spanisch und Französisch mit dabei. Ich habe mich halt ausprobiert, aber ich werde Deutsch und Englisch halt, also auf jeden Fall Englisch haben als Untertitel. Und wenn dann die Audio-Tracks ausgerollt werden, gerade auch in Deutschland, dann wäre das auch ziemlich cool. Dann kommen wir nochmal kurz zum Alter und Geschlecht. Das finde ich auch immer sehr, sehr interessant. Meistens natürlich männliche Zuschauer, fast 95%, aber auch knapp 6% weibliche Zuschauer. Das freut mich immer sehr. Die Altersspanne, da sind die meisten natürlich, sage ich mal, im Bereich von 18 bis 34 oder bis 44. Da sind dann halt die meisten
Zuschauer in der Altersspanne. Aber wir haben zum Beispiel auch, was ich sehr interessant finde, 0,4% über 65-Jährige. Also auch die Rentner, die hoffentlich in ihren verdienten Ruhestand schon gekommen sind, gucken auch ab und zu mal vorbei. 45 bis 54 Jahre sind auch immerhin 4,4%. Also ich habe mehr Zuschauer in dem älteren Bereich als halt die jüngeren Zuschauer, weil ich wahrscheinlich nicht in die heutige Zeit reinpasse. Ich komme halt noch aus einer Zeit, wo die Videos kaum geschnitten wurden, ja, wo man wenig Jumpcuts gemacht hat und wenig so geschnitten hat, wie man sie halt heute schneidet. Deswegen finde ich das sehr nachvollziehbar und finde ich auch völlig verständlich. Mal gucken, ob ich meinen Schnittstil daher ein bisschen anpassen werde, vielleicht auch mehr Shorts hochlade auf Instagram oder auch auf TikTok. Da habe ich jetzt auch mal angefangen, so testweise ein paar Videos hochzuladen, aber da eher noch im Hintergrund. Mal gucken, wie das nächste Jahr läuft, was das nächste Jahr mit sich bringt. Von daher das dazu. Dann kommen wir jetzt zum interessantesten, wenn die Statistik mal weggeht, zum Umsatz. Also insgesamt 427,71 €. Das ist auch meine einzige Einnahmequelle. Also ich habe weder einen Shop, ich habe weder ein Partnerprogramm, wo ich noch zusätzlich mit drin bin. Das ist wirklich meine einzige Einnahmequelle, wenn man so möchte. Es ist ja ein Hobby. Ich habe ja einen Job. Von daher ist das meine Haupteinnahmequelle. Das ist so ein schöner Nebenverdienst. Ja, ihr müsst dazu wissen, für die Leute, die es nicht wissen, bei Google ist es so, dass bei Google Ads da gibt es einen Mindestwert, 70 €. Wenn der erreicht ist, wird er ausgezahlt. Wenn er natürlich, bevor der ausgezahlt wird, über 70 € liegt, nehme ich auch diesen Betrag natürlich. Ne? Es wird immer, glaube ich, zum 15. des darauffolgenden Monats überwiesen. Und wie gesagt, 427 €, das ist fast doppelt so viel als letztes Jahr. Also da bin ich schon ziemlich stolz drauf. Aber wie gesagt, das Geld ist nur nebensächlich. Mich freut es, wenn ich jeden Tag eure Kommentare lesen kann, wenn ich sehe, meine Videos werden aktiv geschaut. Ihr macht mit bei den Community-Beiträgen, die ich jetzt auch hoffentlich mal häufiger benutzen werde. Also ich habe mir sehr viel vorgenommen fürs nächste Jahr und ich hoffe, dass ich das so alles umgesetzt bekomme. Das hier nochmal zum Thema CPM, wie sich das Ganze dann verrechnet. Also ihr müsst quasi schauen, dass mein RPM-Wert liegt jetzt bei 2,65 € pro 1000 Aufrufe. Das heißt, für 1000 Aufrufe kriege ich 2,65 €. So, und je nachdem, in welchem Bereich ihr euch befindet, ist der CPM natürlich höher oder auch niedriger. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Leute, die so Unterhaltungsvideos machen, die Produkte anpreisen und dafür auch Werbung machen, bei denen ist der CPM wahrscheinlich ein bisschen höher. Bei mir ist, weil ich halt Gaming-Videos mache, das ist halt, glaube ich, nicht so der gängigste Bereich mehr. Aber ich finde trotzdem, das ist, wie gesagt, dafür, dass ich es als Hobby mache, ist das wirklich ziemlich cool, ziemlich klasse. Und ihr seht ja auch hier unten, ne, die Haupteinnahmequelle sind wirklich diese Werbeanzeigen, die ich schalte. Auf manchen Videos mehr, auf manchen Videos weniger. Es heißt ja nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel 40 Werbungen schalte oder Werbungen quasi eintrage in dem Video, dass auch 40 Mal Werbung kommt. Es sind halt nur die Stellen, die es ausmachen, ja. Und je nachdem, was YouTube meint, so oft werden dann halt auch Werbungen gespielt. Super Subs und Geschenke, also wenn zum Beispiel jemand in den Kommentaren 2 € oder so da lässt, das ist mit Super Sub und mit Geschenken gemeint. Shorts Feed, wie gesagt, Shorts ist zu ignorieren. Das benutze ich halt sehr selten. Und das größte oder das stärkste Video war halt im Herzen von Europa EAFC 24-Karriere mit Eintracht Frankfurt. Das hat mir fast 12 € gebracht. Dazu die Münster-Karriere. Sogar ein Talente-Video von FIFA 23. Müsst ihr euch mal überlegen. Das ist schon 2 Jahre her, glaube ich. Bringt auch immerhin noch 5 € rund. Shorts können wir auch mal kurz reingucken. Da ist halt der CPM 10 Cent. Also da habe ich 3 Cent mitgemacht. Juhu. 3 Cent mit Shorts. Mal gucken, vielleicht wird das nächstes Jahr ja auch ein bisschen mehr. Und dann schauen wir einfach mal. Genau, dann gucken wir mal bei den Trends, was da noch so ist. Was da noch so geschaut wird. Neue Videos zur Inspiration. Ihr seht meistens, zum Beispiel Gamer Brother ist jetzt mit dabei, der Hansos, die halt auch so Highlights-Videos machen von ihren Weekend Leagues und von ihren Streams und Karrieremodus. Da ist ja der Hansos auch ganz stark mit dabei. Ja, und das soll es gewesen sein. Ich möchte euch, glaube ich, nochmal, eine Sache wollte ich euch nochmal zeigen mit den Werbeeinnahmen. Oder wir gehen jetzt mal als Beispiel. Wir gehen jetzt mal hier drauf im Herzen von Europa. Dann könnt ihr mal so eine Statistik hinter der Kamera oder hinter den Kulissen sehen. Ne? Ihr seht hier, 120 Abonnenten habe ich insgesamt seit der Veröffentlichung gemacht, also seit 2023. Ich kann das jetzt mal beschränken auf 2024. Ja, da habe ich immer noch knapp 4.500 Aufrufe mitgemacht, ungefähr 12 € in dem Jahr mitgemacht und 33 Abonnenten sind dann dazugekommen. Und so sieht das dann halt im Hintergrund aus. Ne? Ich habe euch ja vorhin gezeigt, die übliche Zuschauerbindung, das ist also der Durchschnitt vom Kanal, ist grau und blau ist halt dann, was von diesem Video dann ausgeht. Also in dem Fall ist die Wiedergabezeit oder die Zuschauerbindung höher gewesen. Kommt halt auch immer so ein bisschen auf den Verein an. Ne? Wenn ich jetzt mit Frankfurt wieder eine Karriere machen würde, würde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr machen.
ist halt einfach so, wie es ist. Aber ich möchte auch nicht immer nur mit der Eintracht eine Karriere machen. Ich glaube, es gibt auch noch genug andere Mannschaften, denen man das zutrauen könnte. Dann schauen wir nochmal hier kurz Klickrate der Impression. Das war also auch wirklich gut. Das wurde insgesamt 28.000 Mal angezeigt, entweder an der Seite oder auf der Startseite. Und dann rund 10% haben dann drauf geklickt. Also es sind dann ungefähr 2.800. Ja, 10% von 28.000. Na, kommt das hin, 2.800. Ich war nie der Beste so in Prozentrechnung, aber ich glaube, das müsste dann halt so sein. Und dann sieht man hier halt natürlich auch, woher die Aufrufe kommen, wie die Leute danach gesucht haben, die Zuschauer, ja, Alter und Geschlecht, das muss noch ein bisschen verarbeitet werden. Nicht genug demografische Daten. Topländer Deutschland und Griechenland in dem Fall mit 0,0%. Warum sie da Griechenland aufgelistet haben, weiß ich nicht. Aber ja, das sind meine Sets fürs Jahr 2024. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken, weil das seid ihr. Das bin nicht ich. Ich kann mich selber nicht abonnieren. Ich sage das immer wieder gerne. Ich kann mich selber nicht abonnieren. Ich kann mir selber kein Geld spenden. Von daher, das seid ihr. Das seid alles ihr. Das freut mich wirklich sehr. Die Daten müssen, wie gesagt, noch, heute ist der 29.12., müssen noch ein bisschen verarbeitet werden. Ich glaube, in der ersten Woche des neuen Jahres, dann kann man final die Stats für 2024 dann auch seriös bewerten. Aber ja, ich würde mich einfach freuen, wenn es so weitergeht. Ich freue mich auch aufs nächste Jahr 2025. Morgen gibt es dann, wie gesagt, das Silvester-Special. Ich habe halt das Ziel, 9.000 Abonnenten zu erreichen im nächsten Jahr, dass ich vielleicht mehr Shorts hochlade. Geht ja eigentlich auch ganz fix, wenn ich da jemanden für finde. Vielleicht seid ihr ja dafür prädestiniert. Also wenn ihr Lust habt, Shorts für mich zu schneiden, könnt ihr euch gerne mal bei mir melden. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ansonsten so 10 bis 15 Livestreams auf Twitch. Das ist jetzt so das Ziel. Das sage ich aber auch morgen nochmal im Silvester-Special. Das ist jetzt auch mein Ziel für das Jahr 2025. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Das waren also meine Sets. Meine Analytics fürs Jahr 2024, das gibt es natürlich auch nächstes Jahr wieder. Mal gucken, wie es dann aussieht mit Abonnentenaufrufen, ob ich mich verbessert habe. Bei Abonnenten wäre es natürlich schön, wenn ich da mehr als 600 Abonnenten bekommen würde. Dann hätte ich mein Ziel 9.000 Abonnenten erreicht. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es bleibt ein Hobby für mich und ihr seid eine richtig schöne und eine richtig tolle Community. Das wollte ich ja auch nochmal mit auf den Weg geben. Wie gesagt, das seid ihr, das bin nicht ich. Das habt ihr fabriziert. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen beim letzten Video des Jahres wieder bei meinem Silvester-Special. Seid da auch fleißig nochmal am Start. Gibt nämlich eine kleine Challenge für euch. Also macht's gut. Wir sehen uns morgen. Vielen, vielen Dank schon mal von dieser Stelle.